Hallo, hier ist Meini. In diesem Video geht es um diese wunderschöne Erdbeertart und wie man die ganz einfach und ganz schnell zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Den 1-2-3 Mürbeteig bereite ich jetzt im Schnelldurchlauf zu. Bitte schaut euch das oben eingeblendete Video Mürbeteig Grundrezept unbedingt vollständig an. Ich gebe Puderzucker, weiche Butter, Salz und Eigelb in eine Schüssel und lasse das Ganze etwa 30 Sekunden von der Küchenmaschine durchkneten. Danach gebe ich das ganze Mehl auf Eimer rein und knete weitere 30 Sekunden mit der Hand durch, bis ich den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche final geschmeidig knete. Bitte nicht zu lange kneten. Der Teig wird halbiert in Folie gewickelt und kann so bis zu 10 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden. Sobald die Butter im Teig fest geworden ist, kommt der Teig aus dem Kühlschrank raus und wird ganz kurz weich geknetet und auf leicht bemehlter Arbeitsfläche ausgerollt. Bitte sorgt dafür, dass der Teig nicht anklebt, indem ihr ihn von unten immer wieder löst und immer wieder mit etwas Mehl nachhilft. Mein Backring liegt auf dem gebutterten Backblech. Jetzt ziehe ich den Teig auf mein Nudelholz und platziere ihn vorsichtig auf meinem Backring. Der Teig muss jetzt nur noch gut platziert werden, die Reste von oben werden gut abgeschnitten und das Ganze wird gekühlt, bis wir die Cremes fertigstellen. Wir verwenden zwei ganz einfache Cremes, die im Handumdrehen zubereitet werden. Für die erste Creme, die einer Creme Patissier sehr ähnelt, geben wir die eingeblendeten Zutaten in einen Topf und erhitzen sie kurz. Innerhalb von 5 Minuten wird sie fest und gebunden. Jetzt wird sie gekühlt. Für die zweite Creme mischen wir Puderzucker und Butter zu einer glatten Masse und geben die restlichen Zutaten dazu. Jetzt werden beide Cremes miteinander vermischt und in die Tart gefüllt. So einfach geht das Ganze. Am Ende schmeckt die Tart ein bisschen wie ein Käsekuchen mit Erdbeeren. Man schmeckt die Mandeln raus und die gestockte Konsistenz der Creme ist sehr angenehm. Die Tart kommt jetzt für 30 Minuten bei 160 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Wenn die Ränder eine leichte braune Farbe annehmen, ist die Tart fertig und kann abkühlen. Ich bestreiche sie dann leicht mit einer Erdbeer-Rhabarber-Marmelade, dann kommen die halbierten Erdbeeren drauf, die ich mit einer Aprikosenmarmelade bestreiche. Man könnte hier auch mit Tortenguss arbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Hallo, hier ist Meini. Was ist rot und schmeckt mir super gut? Erdbeer! Richtig, Erdbeeren. Das kann ich nicht zeigen. Das werde ich nicht zeigen.